Nutzen Sie doch einfach Ihren gesunden Menschenverstand. Diese Aufforderung klingt sehr vernünftig. Die Frage ist, wie vernünftig ist diese Aufforderung wirklich? Sie kennen ja den Spruch, nichts ist so demokratisch wie der gesunde Menschenverstand. Warum? Weil jeder glaubt, maximalen gesunden Menschenverstand zu haben. Und ich glaube, das ist schon ein erster Hinweis, dass es vielleicht mit der Vernunft nicht so weit her ist, wenn man von gesundem Menschenverstand spricht. Wie funktioniert gesunder Menschenverstand eigentlich? Der gesunde Menschenverstand ist etwas, das wir nutzen, um schnell in einfachen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Grunde genommen kommt es von der Evolution her. In einem Umfeld, in dem sich die Dinge wenig ändern und das wir gut kennen, können wir unseren gesunden Menschenverstand gut einsetzen. Nicolas Taleb, der Autor vom Schwarzen Schwan, spricht hier von Mediokristan. Hier gibt es keine großen Unterschiede im Gegensatz zu Extremistan. Ich rate Ihnen einfach mal, das Buch zu lesen und da mehr darüber zu erfahren. Warum ist es denn wichtig, sich Gedanken zu machen über die Frage, wann ich gesunden Menschenverstand einsetze und wann ich vernünftig vorgehen muss? Ganz einfach. Meistens muss ich im Unternehmen darauf achten, dass ich gute Entscheidungen treffe. Um gute Entscheidungen zu treffen, muss ich mir vorher die Zeit nehmen, genau zu verstehen, was Sache ist. Ich muss die Situation richtig analysieren. Wenn ich mich aber auf meinen gesunden Menschenverstand verlasse, neige ich dazu, ja, die Dinge etwas schnell abzutun und zu glauben, ich habe es verstanden. Und dann kommt die Entscheidung, passt es dann, passt es nicht? Das wissen wir nicht. Und wenn es dann schiefgegangen ist, wundern wir uns. Daher ist es sehr wichtig zu überlegen, an welcher Stelle brauche ich gesunden Menschenverstand und kann ihn einsetzen und an welcher Stelle muss ich mit meiner wirklichen Vernunft, die viel Analyse und viel mentale Energie braucht, arbeiten. Das schauen wir uns im nächsten Blog an.